16 Angler. Let's go. 8 Boote. Feuer frei. Spektakuläre Artenvielfalt. Das ist Angeln in Norwegen. Giganten, die alles fordern. Pulling line, Mario. Kescher auf jeden Fall. Und ein Pokal. Der YPC Salt wird präsentiert von Kingfisher Reisen, Ihr Partner für anspruchsvolle Angelreisen. Hearty Rice, feel the difference. Und die Anglerschmiede. Angelschein einfach online machen. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zum ersten YouTube Predator Cup zur See, dem YPC Salt. Zum Start lassen wir die Bilder sprechen. Der Morgen graut, das Nordmeer liegt vor uns und die 4 Teams aus Gruppe A machen sich bereit zum Aufbruch. Wir befinden uns also in Nordnorwegen. Während die Teams zu ihren ersten Spots brettern, erzähle ich euch ein bisschen was. Gestartet wird im kleinen Küstenort Stokmarknes, der Geburtsstätte der legendären Hurtigruten. Seit dem späten 19. Jahrhundert verbindet diese Postschifflinie die rund 2700 Kilometer lange norwegische Westküste. Von hier aus geht es für die Teams hinaus in die wilde Inselwelt der Vesterålen. Mit Fischgründen, die sich vor denen der benachbarten Lofoten absolut nicht verstecken müssen. Dementsprechend breit ist auch das Scoreboard. Insgesamt 10 Fische können an 2 Vorrundentagen eingebracht werden. Auf der Liste stehen jeweils 2 Heilbutte, 2 Pollacks, 2 Köhler und 2 Dorsche. Gewertet wird simpel nach Länge. 1 Zentimeter bedeutet einen Punkt. Für eine Fullcard müssen zusätzlich 2 weitere Fischarten gefangen werden. Diese Bonusfische bringen jeweils pauschal 15 Punkte. Das gesamte Regelwerk findet ihr in der Videobeschreibung. Wichtig vorab: Catch and Release ist im Turnierrevier nur bedingt möglich. Zwar wird auch bei diesem YPC oft in Tiefen geangelt, die ein Zurücksetzen bedenkenlos gestatten. Arten wie Dorsch, Lump oder Köhler, die häufig an tieferen Strukturen oder im tieferen Freiwasser stehen, müssen nach abrupten Tiefenwechseln in aller Regel aber entnommen werden. Selbstverständlich werden diese hervorragenden Speisefische anschließend vollständig verwertet. Unter anderem in einer Catch-and-Cook-Bonusfolge. Bevor es endgültig losgeht, hier nun noch schnell der Teamüberblick für Gruppe A. Savage Gear schickt geballte Salzwassererfahrung ins Turnier. Fabian Frenzel, Weltmeister und aktueller deutscher Meister im Brandungsangeln, versucht sein Glück diesmal vom Boot und fischt dafür erstmalig im Team mit SG-Urgestein Christian Wienecke zusammen. Nace geht bei diesem YPC-Format mit den amtierenden Boat-Siegern Freddy Harbord und Christoph Barra ins Rennen. Norwegen ist vielleicht nicht gerade ihr Wohnzimmer, die beiden haben aber schon überall auf der Welt gefischt und bringen neben ihrer Vielseitigkeit auch jede Menge Teamroutine und Wettkampfhärte mit. Für Hearty Rice ist der österreichische Markenchef Josef Schmidt dabei.
Josef hat in Norwegen über Jahrzehnte reichlich Seemeilen gesammelt und mit seinem Mitarbeiter und Kumpel Tobias Fürste einen Partner an Bord, der die Faszination für den hohen Norden teilt. Und zu guter Letzt haben wir für den japanischen Branchenriesen Daiwa Tobias Hilfer, Produktentwickler für den europäischen Markt, und Personalexperte Tim Jaschke, ebenfalls ein Riesen-Norwegen-Fan und wegen seiner Erfahrung außerdem ein beliebter Tourenbegleiter für die Region. Soweit das Line-Up. Die beiden besten Teams kommen ins Finale. Einzelheiten zu Teilnehmern und Taktik sammelt ihr beim Zusehen. Von mir gibt's dann zu gegebener Zeit hoffentlich etwas Fisch-Trivia. Aber jetzt gehen wir erstmal rein. Viel Spaß! Schauen wir mal, was da auf uns zukommt heute. Ja, wir haben Traumwetter. 5 Minuten vor Startbeginn. Ja, in 5 Minuten ist Startbeginn. Wir haben uns jetzt als Ziel gesetzt, als erstmal 2 Pollacks zu fangen. Jetzt gucken wir erstmal, wir sind kurz vor dem Pollack-Spot. Wir wollen da nicht drüber fahren und den Platz kaputt machen, weil wir da relativ flach fischen. Und schauen jetzt kurz vor dem Platz erstmal, wie wir überhaupt driften. Hier jetzt da rein? Ja, fahr da rein, ja. Machen wir die erst. Oder hast du noch irgendwas gesehen, was du angeln möchtest? Viele denken ja, der Angeln in Norwegen ist ganz einfach. Wenn man die Fische gefunden hat, dann ist es einfach. Aber das Finden, das ist der Schlüssel. Und deswegen suchen wir jetzt als erstes erstmal Berge ab, um überhaupt richtige Anzeigen auch zu finden. Bis jetzt ist er noch ein bisschen mau. Da rächt sich ein bisschen, dass wir hier draußen nicht trainieren konnten. Aber ja, so geht es jedem Norwegen-Angler. Erstmal Fisch suchen. Und manchmal verzweifeln. Na, guck mal, jetzt Das noch was drauf. Futter würde ich Ist auf behaupten. jeden Fall was drauf. Gut, dann Los geht's. wollen wir mal beginnen. Kleine Gummifische. So, Feuer frei, lass uns die Hartis quälen, ha? Eddie und ich sind hier dieses Mal wahrscheinlich ein bisschen die nicht ganz so erfahrene Truppe. Da hängt der Fisch. Aber wir wollen mal versuchen, unser anglerisches Wissen, was wir sonst so haben und uns erarbeitet haben, hier in Norwegen einzusetzen. Wir sind hier nicht so erfahren wie manch anderes Team, aber Fische haben wir schon mal gefunden. Viel Spaß, bis gleich. So habe ich mir das vorgestellt. Boah, Entschuldigung. Wenn man auf Dorsche abgesehen hat, dann die mögen so eine sehr aktive Führung, diese Pilgen und das Fisch. Ja, hätte man nicht besser demonstrieren können, ne? Geiler Typ. Kann ich sagen. Was das ist, aber ich fürchte, das ist ein Lump. Ah, kein Dorsch, ein Lump. Hör auf. Aber ein großer. Guter Lump. So, ein Lump. Das ist nicht der beliebteste Fisch hier bei den Norwegen-Leuten. Aber 15 Punkte, Christoph. Aber heute, genau, gibt er Bonuspunkte. Na, was haben wir hier Schönes? Ach Gott. Lenk. Los, Lenk. tüt ihn ein, schnell. Das sind wichtige Bonuspunkte. Ja. Das ist doch mal geil. Na klasse. Mit einem Länger habe ich noch nicht gerechnet. Wir kriegen ein paar Bonuspunkte. Wahrlich kein großer. Na, halt still, Kumpel. Aber, ja, da haben wir ihn. Total cool. Und wenn ihr euch mal anguckt, von der Ködergröße her, ja, also hier in Norwegen, da braucht man nicht mit Mini-Ködern anfangen. Also rein vom Verhältnis, Leute, guckt euch das einfach nur an. Keine Ahnung, ob das in Norwegen gut ist. Das ist mehr so aus dem Südsee-Meeresangeln. Da sind so Assist-Hooks, heißen die, von BKK hier. Sind damit dran. Wir haben uns überlegt, wie wir das noch ein bisschen aufpimpen können und haben hier so kleine von Nace die Twisterschwänze, die Raven, mit montiert. Ersten Fisch erbeutet, nicht unbedingt der Zielfisch. Eigentlich wollen wir hier Seelachse und Dorsche fangen. Wir sind jetzt ein bisschen rausgefahren aufs offene Meer. Hier sind wir jetzt tatsächlich das erste Mal. Wir haben zwar versucht, hier ein bisschen zu trainieren, ging aber leider nicht, weil es zu stürmisch und zu wellig war. Deswegen mussten wir im Fjord die Trainingszeit verbringen. Haben zwar ein paar schöne Fische fangen können, aber hier draußen werden die Karten neu gemischt. Aber das ist für alle gleich. Hier konnte keiner so richtig raus zum Trainieren. Gucken wir mal, wie wir hier zurechtkommen und wo die Fische sich versteckt haben hier. Ja, Leute, und so ein Längen, köstlich für die Küche, köstlich. Da freue ich mich drauf.
Savage Gear und Nace kassieren frühe Bonuspunkte und haben auch jeweils schon das Abendessen gesichert. Weiter geht's. So Christoph, dann gucken wir mal, ob unsere Zander- und Hechtrouten den ganzen Norwegen-Wahnsinn überleben. Ja. Auf jeden Fall fangen sie. Die Nace, ausgestiegen, Mist. Aber ja, geil. Die Routen sind natürlich eigentlich nicht fürs Norwegen-Angeln gemacht, aber in Norwegen macht das super viel Spaß, auch mit leichterem Gerät zu fischen. Ich habe jetzt die Nace NXT Pro drauf, bis 60 Gramm. Oh, da war er wieder. Mit einer Diver Multirolle, relativ dünne geflochtene Stroftschnur, dass die gut durchs Wasser schneidet. Ja, wie Christoph eben gesagt hat, jetzt probieren wir erstmal einen Seelachs und Dorsch zu fangen und dann kümmern wir uns nachher um die Heilbutt. Wir haben von Nace echt viele gute Gummifische für die Heilbuttangelei. Von daher freue ich mich da natürlich am meisten drauf. Wir sind hier gerade, also wir driften einen Berg hoch tatsächlich und sind gleich in der Flachwasserzone von 3 bis 4 Metern. Also wir hören jetzt auch gleich auf. Jiggen ganz normal den Grund ab auf Dorsche und hoffen, dass beim Leiern eventuell noch ein Butt einsteigt. Ja. Boah, das nix Dolles. Oder? Ein Dorsch. Den messen wir gar nicht, ja? Das. Zu klein. Ja. Fisch. Oh, schöner Pollack. Zielfisch. Tobi, ich bin stolz auf dich. Okay. Okay. So, Zielfisch Nummer 1, 10 Minuten. Petri. Ja, schöner Pollack. Jetzt kein Riese, aber Zielfisch. Paar Minuten gedauert und den 16er Gummi voll reingenagelt. 62,5. Ja. Dann sind wir bei 63. Genau. 63 cm, erster Pollack, jawohl. Das ist die weiche oder die harte Rute? Das ist die weiche, leider. Dann wäre er größer, aber ein hübscher. Ein wunderschöner Tangdorsch, auch die sind hier zu Hause. Tolle Farbe. Es ist, wenn die in den Algen, in dem Tang aufwachsen, dann nehmen sie tatsächlich so ein bisschen die Farbe an. Wunderschön. Aber auch der darf gleich wieder zurück. Dorsche können je nach Lebensraum sehr unterschiedlich gefärbt sein. Tangdorsche beispielsweise leben besonders standorttreu in küstennahen Tangwäldern und passen sich optisch perfekt daran an. Sehr schön. Mal sehen, was als nächstes kommt. Was denn? Durch. Guter, ja. Gut. Naja, geht schon. Was denn? Erster Fisch. Was haben wir? 68. Also, renn damit. Erster Fisch. Und Petri, Petri, Dank. und weg ist er. So, Weiter geht's. Also mein klassisches oder Lieblingswerkzeug ist hier eine 120 Gramm Spinrute. Ist in dem Fall eine Salt Monster. Eine SMS 732XH, 60 bis 120 Gramm. Das ist ein mega Arbeitstier. Also die hält so ziemlich vielen Fischen stand. Hat ihren Endgegner noch nicht drauf gehabt. Also ich weiß noch nicht, wie es reagiert, wenn so ein richtiges Monster drauf knallt. Ob sie dann ihrem Namen gerecht wird. Aber das ist mein Liebling. Nächster. was denn? Ja. Na jetzt aber. Das ist nicht so Nein, groß, ab. oder weg. Ab. Verdammt, Aussteiger. Kleine. Das ist ja was hier in Norwegen, ne? Einen Moment scheint die Sonne. Dann denkt man bei 3 Grad oder 4 Grad, was wir heute haben, kannst du im Pullover angeln. Und jetzt kommt schon wieder ein Schneesturm da hinten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schön. Guter Dorsch. Ja, der ist besser.
Jawohl. Ich würde sagen 79,5. Also 80. Ja, schöner 80er Dorsch. Also wir hatten so im Training hier gefunden. Zufall, wir hatten ja bloß 2 Trainingstage. Aber der Spot liefert. Ich glaube, wir beeilen uns und dann geht er wieder rein. Der kommt nämlich aus 8 Metern Tiefe. Naja, wir sind jetzt ein bisschen... Schwarm und da stehen die drüber. Ja. Ja? Die Sicheln drüber sind die Dorsche. Dann am Überlegen, ob ich mal eine Nummer größer hier, falls da noch einer zwischenhackt. Wir nehmen uns mal noch eine andere Route. Genau. Die ersten Dorsche in soliden Größen und auch Nace ist bei der Leopardensafari offenbar auf der richtigen Fährte. Hier stehen sie gerade. Dick Christoph? Oh, es macht so Spaß, mit diesem Zander-Barsch-Gerät diese Dorsche und Seelachse wegzuhauen. Das ist schon geil, dass man das gleiche Gerät nutzen kann, was man auch im Süßwasser nutzt, im Salzwasser. Fisch. Ich hab einen Lump, Christoph. Geil. Das ist gar nicht gut. Den wollen wir nicht, Christoph. Nee, noch einen nicht. Deiner hat keinen Lump? Doch, glaube ich auch. Echt? Könnte sein, ja. Aber wir haben Seelachse unterm Boot. Aber es bewegt sich noch. Das ist ein Dorsch. So, erster Dorsch, bisschen klein. Für das, was wir brauchen hier wahrscheinlich. Und was hier möglich ist vor allem. Ich auch wieder den Haken mit dem Raven drauf geschnappt hier. So, den vermessen wir einmal schnell. So, das ist ein 70,5er Dorsch, also 71er. Zum Anfang erstmal nicht schlecht und dann lassen wir ihn schnell wieder schwimmen. Klatsch und weg geht er. Erster Fisch, sehr schön, macht Spaß. Da haben wir jetzt einen Dorsch. Den werden wir nicht messen, der ist uns für die Wertung zu klein. Der darf wieder zurück, war nicht tief gefangen, kann problemlos wieder wegschwimmen. Wir fischen hier jetzt an den Pollackstellen überwiegend mit Gummis zwischen 13 und 16 cm. Da sind wir natürlich mit dem neuen Diver Slim Shady halt in den Meeresfarben unterwegs und der hat uns schon sehr, sehr gute Erfolge gebracht und das werden wir jetzt erstmal eine Weile durchziehen, bis wir schauen, wie die Fische reagieren. Zumindest kein Lump, es schüttelt sich und macht was. Könnte ein Seelachs sein. Oder wieder ein Dorsch. Dorsch. Dann hörst du auf. Da hängt er. Oh, der ist besser. Der ist besser, der ist besser, der ist besser. Oh, der nimmt Schnur. Das ist ein dicker, Alter. Die dicken Dorsche sind aufgezogen, Leute. Oh, ist das geil, ey. Wieder bockt, ey. Leute, das macht Spaß. Oh, guck mal, wie der steht, Christoph. Das ist ein richtig dicker hier. Ja. Der ist richtig dick hier. Alter, das ist ein richtig großer Dorsch hier. Das könnte ein Meterdorsch sein. Oh, macht das Bock, Leute. Geil. Christoph, der ist richtig fett hier, ey. Wir messen den mal eben schnell, bevor Freddy seinen gleich rausholt hier. Wir haben hier einen 77 glatt, würde ich sagen, ne? Ja. Ich hoffe, ich habe den nicht im Schwanz gehakt, Christoph. Das ist richtig krass hier. Ich vermute, ich habe so einen in deiner Größe gehakt. Das würde uns schon sehr gut tun, wenn das jetzt ein regulär gebissener Dorsch hat. Ich habe ein bisschen Sorge, dass ich den gehakt habe, weil der so schwer ist. Das ist schon irgendwas Großes auf jeden Fall. Wenn es da hochkommt. Dorsch. Brauchst du Hilfe? Ja, hat sich ein bisschen eingedreht. Nee, ist gut. Hat sich ein bisschen eingedreht, dadurch hat er sich schwerer gemacht. Ein paar Mal um den Kopf gewickelt. Aber den nehmen wir doch. Saugeil, Freddy. Ist das ein geiler Fisch. Hat der gekämpft, ey, Wahnsinn. An der leichten 60 Gramm Nace-Rute. 94,5. Berührt vorne. So einen schönen großen Dorsch, den würde ich gerne wieder schwimmen lassen. Lieber einen kleineren zum Essen.
Oh, geil. Der war schon ein bisschen groß für die Küche. Vollgeschleimt hat er mich auch. Stark! Freddys Dorsch geht schon in Richtung Kapital. Vor lauter Drillspaß am leichten Gerät ist Nace aber glatt vom Kurs abgekommen. Ja, ich verlege das Boot noch mal so um 150 Meter. Gerade als ich den dicken Dorsch gedrillt habe, sind wir ganz schön abgetrieben von dem Spot. Ich habe mir den auf der Seekarte natürlich gemerkt, wo der war. Da fahren wir jetzt noch mal hin. Jungs und Mädels, die neue Rudeserie von Zack Fishing, Momentum. Die Rute kriegen einen kurz oder lang, leicht oder schwer, Spin oder Casting, also da ist wirklich für jeden was dabei. Dieses Teil ist qualitativ echt hochwertig, obwohl die Rute wirklich weniger kostet, wie wahrscheinlich jeder von euren Kumpels schätzen wird. Momentum Rudenserie, what else? Den hier kennt ihr schon. Den Real Vibe in 18 cm, das erfolgreichste Produkt von der LMAB aller Zeiten. Und nun bekommt er Verstärkung. Eine 15 cm Variante zum leichten Hechtangeln und eine 22 cm Version, wenn es gezielt auf die ganz großen gehen soll. Ein Swimbait, 3 Größen, in den 12 bekannten Erfolgsdekoren für unzählige, unvergessliche Momente am Wasser. 22er Real Vibe, ab sofort im Handel. Der 5-Meter-Punkt hier. Genau. Genau, gehen wir da jetzt rüber. Und wenn da nichts ist, noch mal ganz nah an die Insel dran, vielleicht auf die andere Seite. Auf die andere Seite, genau. Können wir mal links davon gucken oder sowas. Da hast du auf der Prallseite einfach ein bisschen mehr. Irgendwo stehen sie. Ja. Wollt ihr jetzt dahin zurück? Ich hätte eher gedacht, dass wir jetzt darüber fahren. Fisch. Kescher oder? Weiß ich noch nicht. Wird auf jeden Fall, denke ich, ein Dorsch sein. So wie er nickt hier. Charakteristische Nicken. So, komm her, Dicker. Pass auf, Fisch. Oh, ich hatte auch einen Biss. Beim Hochkurbeln drücken. Würde mal kurz, Catcher kurz. Und zwar kurz, vorsichtshalber. Wieder ein extra Ach, ein Fisch. Lumpi. Wieder ein extra Fisch. Ein Lump. So, also Bonusfische können wir, Christian. Die sind mir aber nicht so sehr lieb. So, der windet sich ja ganz schön. Da hat er wieder die Roulade gemacht. Okay, also das ist ein Lump. Noch einmal gedreht. Lump ist natürlich halt auch mit dem Dorsch verwandt. Alles schleimig, alles klebrig. Aber ich habe einen Fisch gefangen. Und als Köder hatte ich hier so einen Pilker. Das ist so ein Klassiker, wenn man nach Norwegen kommt. Das ist von Abu, der Sillen. Und wenn man erstmal ein bisschen suchen möchte, erstmal gucken, wo sind die Fische, dann ist ein Pilker auf jeden Fall ein ganz guter Köder. Sieh dir mal das an, wie die draufhauen da. Siehst du, das ist so eine Spitze. Irre. Aber ich meine, das sind Köder. Wechseln wir jetzt mal kurz auf Metall. Das ist Low Jig auf der Spinnrute. Machen wir normalerweise nicht, aber jetzt muss schnell gehen. Das hört ja nicht auf. Ah, jetzt hat sie ihn aber. So, dann lass es mal bitte ein Köder sein. Und? Jawohl, Köder. jawohl. Komm. Warte. Komm rüber, komm hier. Komm schon. Es ist zwar ein kleiner, aber es ist die zweite Spezies, die wir haben. Ganz lütt, eigentlich Köderfisch. Aber gut. 42. Jetzt habe ich einen guten. Das ist ein Dorsch, oder? Ja. Nee. Köder. Mal kurz beruhigen lassen, sonst habe ich gleich einen Haken in der Hände. 36. So, die Mini-Version. Wir wollen den eigentlich so 100 cm größer halten. Ne? Aber mal gucken. Uah. Ab dafür. So wie ihr seht, ich habe hier eine farbige Schnur. Die ändert alle 10 Meter die Farbe.
Und das ist super wichtig, da, wenn man so wie jetzt die Fische im Echolot sieht, die halt nicht am Grund kleben, sondern 10, 20 Meter da drüber. Dann kann man anhand der Farben ungefähr ahnen, wo der Köder ist und kann dementsprechend den Köder da auch im heißen Bereich präsentieren. So, und hier sind jetzt einige Seelachse zu sehen. Und Seelachs ist die Führung ein bisschen anders. Da kann man schön durchs freie Wasser jicken, teilweise sogar Speed jicken. Jetzt gucke ich aber eben nur auf meine Farbe, dass wenn ich nämlich dann 15 Meter aufgeguckt, da ist der Seelachs. Ja, hätte man wieder nicht besser präsentieren können. Hier sind richtig viele Seelachse, Christian. Hier nehmen wir einen Kescher. Hier sind richtig viele Seelachse. Kescher. Ja, ich bin da. Ach Gott. Der kam quer. Okay. Also ich habe auch wieder einen drauf. Ich dachte, der ist besser. Ja. Aber da sind noch mehr Seelachse. Ja, das ist alles voll. Wir müssen gleich mal auch die großen Köder drauf machen. Vielleicht sind auch noch Dorsche dabei. Ich habe Biss, ja? Zum Mittelwasser? Ja. Hier, ein Seelachs. Der Measurement ist hinten. Ist auf jeden Fall rüber. Über 42,5, 43. Yay! Da. Ja, das ist ein guter Pollack. Das ist kein Dorsch. Nee, da kommt er schon. Pollack. 1. Jetzt machen wir den zweiten auch gleich rein, komm. 2. Okay. Gefunden, würde ich sagen. Gefunden, Doppeldrill, doppelt gekeschert. Schön. Was hatte deiner vorhin? 63. Nein, die hat er nicht. 69. Guck mal. 69. Ach, Gottes Willen. Nee, das ist alles Seelachs. Wie groß war der? 37. Größer? Ja. Geil. Das ist jetzt mal ein Seelachs. Das sind so kämpferische Fische, einfach nur geil. Die machen Laune. Und wenn ihr euch fragt, was ist das für eine feine Rute, die sich hier so schön krümmt, ist die Penn Pursuit. Rute wie Rolle. Ist, glaube ich, im Handel super günstig zu bekommen. Also wer wirklich einfach nur mal einmal hinfährt nach Norwegen und sagt, ich will nicht sonst so viel Geld ausgeben und will trotzdem eine feine Rute und Rolle haben, für den ist die hier echt optimal. Ach Mist, ein Dorsch. Ach, was heißt Nee, Mist? ist egal, den nehmen wir auch. Jawohl, geil, schönes Ding. Tja, sollte ein Seelachs werden, ist ein Dorsch geworden. Und wie ihr seht, Köder, der Klassiker schlechthin. Jeder Norwegen-Angler hat den in der Box. Sand Eel V2 und noch dazu, da sind die geilen neuen Sonderfarben. Guckt euch das mal an mit diesen Flakes drin. Ja, hat dem Dorsch geschmeckt, würde ich sagen. 69? Ja, so kann es auch weitergehen, aber gerne noch doppelt so groß. So, ich habe jetzt hier mal so einen richtig dicken Latschen dran gemacht. Das ist ja von Savage hier, der 4D Heringschat. Und damit imitiere ich im Prinzip so ein Seelachs und versuche halt einfach damit in dem Seelachsschwarm einen großen Dorsch oder vielleicht auch einen großen Seelachs zu fangen. Wir haben mal so ein bisschen hier die Rollen getauscht. Eigentlich bin ich immer so der Spezialist für kleine und kleinste Fische. Aber Christian, der fängt sonst immer die dicken Ballermänner. Jetzt haben wir gerade mal ein bisschen getauscht und mal gucken, ob der Plan auch aufgeht. Jetzt habe ich auch den größten, ne? Schönheitspreis gewinnt mein Gummi nicht mehr. Noch einen anderen drauf. Ja. So, wir wechseln jetzt die Technik und die Stelle. Die Stelle haben wir jetzt ein bisschen abgeackert, lassen die jetzt in Ruhe, kommen nachher noch mal wieder, ob dann größere Fische da sind und ein bisschen mehr Aktivität ist und fahren jetzt zum Seelachsfischen ins tiefe Wasser. Das ist dann in der Art Pilken. Köder jagen in der Regel im Schwarm und weniger strukturorientiert als Pollachs oder Dorsche. Apropos, von letzteren hat Nace gerade das nächste schöne Exemplar auf der Matte. Leider ohne Drillaufnahme. Schöner Dorsch. Stark, Christoph. Guck mal das Maul an. Was das für ein Kopf ist. Ja, 89,5. Genau 90 Punkte. Ja, Seelachs. Ziemlich sicher, weil der hat den komplett aus dem Freiwasser geholt. So, das müsste eigentlich unser Seelachs sein hier. Jo. Kein großer, aber ein Seelachs.
Da ist er. Noch ein ganz kleiner. Aber den vermessen wir schnell. Der wird hoffentlich nicht auf dem Leaderboard draufbleiben für Team Nace. Aber der erste. 68,5 im Schneefall im Mai. Hier kann alles passieren in Norwegen. Von Schnee bis Sonne alles drin. Dahinter. Freiwasser oder Grund? Freiwasser. Das ist ein richtig großer Fisch hier. Ja, der ist größer als der, den ich erst hatte. Oder ein Seelachs, kann auch sein, ne? Wenn er so weit oben weiß. Aber der hat gebissen. Das ist ein großer Fisch. Wenn das ein Dorsch ist, ist der auch immer größer als der andere, den ich hatte. Schwer zu sagen bei Salzwasserfischen auf 50 Meter Tiefe, aber und flacher, ne? Sobald du hier hochkommst, hier oben, beißen die richtig dicken Löwen. Gar nicht so groß, wie ich dachte. Ein Sportdorsch. Der hat mehr gekämpft als der große, den ich vorhin hatte. Aber ja, wir fangen sie in guten Nummern, guten Stückzahlen. BKK Assist Hook mit einem kleinen Raven dran, der schön flattert beim Absinken. 93. Dahinter. Wieder ein richtig schwerer Fisch. Der muss größer sein. Ja. Schon ein paar Mal gesagt, aber nee, gar nicht so groß. Noch ein Pollack. Ah, da ist er raus. Gut, dass das Netz da ist. Jawohl. 44, ja? Oh, Platte. Butt. Ja? Hat sie? Ja. Gut. Gut ist gut. Aber Tobi, mein Bester. Ist aber ein kleiner. Mal gucken, ob er Maß hat. Naja, wir nehmen alles und jeden. 61. 61. Gut, der darf wieder ab, der kleine Mann. Ein ganz kleiner, aber gut, besser als gar nichts. Ja, ganz klein, den werden wir noch größer hinkriegen, hoffentlich. Der erste Butt, aber deutlich unter dem Mindestmaß. Bei Nace wechselt Freddy derweil von Pilker mit Zusatzgummi auf einen echten Twister-Schlappen. Jetzt kommt hier der fette Ghost von Nace zum Einsatz. Ein richtig geiler Köder zum Dorschangeln, zum Heilbuttangeln. Ja, den haue ich da mal rein und guck mal, ob ich vielleicht noch mal einen größeren Dorsch zwischen den in Anführungsstrichen kleinen rausgefiltert kriege. Da kann natürlich auch immer ein Heilbutt drauf beißen. Hier hatte ich im Training schon einen dicken Heilbutt drauf auf den Köder. Die Farbe ist halt super geil, dieses grünlich glitzernde, das mögen sie. Schauen wir mal, ob das jetzt hier umzusetzen ist. Oh, ach ja, und den werfe ich jetzt, ne? Also den schmeiße ich raus und jick den am Grund. Kommt jetzt mein klassisches Hecht-Tackle zum Einsatz. Ja, Nace NXT Pro bis 200 Gramm Wurfgewicht. Das ist so die klassische Großhechtroute, die wir von Nace haben. Und die hält auch ein Heilbutt aus. Zumindest so die, die ich bis jetzt gefangen habe. Die ganz großen habe ich noch nicht erwischt. So ein 2-Meter-Fisch möchte ich, glaube ich. Da musst du ein bisschen Zeit haben, bis du den oben hast. Aber die normalen Fische bände ich die Route hier problemlos. Und da klappt der Plan. Ich weiß noch nicht, ob das ein größerer Dorsch ist, aber auf jeden Fall kriegt die NXT 200 jetzt. Oh, ein Seelachs, Digga. Auf den dicken Gummi. Und Christoph auch weg. Hat er sich das Ding weggehauen? Das gibt's doch nicht. Jetzt ist Christoph im Game. Schaut euch das mal an. Auf die Freddy Spezialfarbe. Zum Hechtfischen an klaren Gewässern gemacht, aber eigentlich ja auch für Norwegen so eine schöne Farbe. Schaut euch mal, was der sich reingehauen hat. Irre, ne? Komm, den vermessen wir mal schnell. Und dann geht's bei Christoph weiter. So, da haben wir 80 cm. Schöne Fische.
Der letzte Fisch bringt zwar schon keine Punkte mehr, trotzdem läuft es. Fabi und Christian dagegen könnten so einen Dorsch noch gut gebrauchen und sind nach einem Spotwechsel nun im Nace-Revier. Hier, guck mal da. Was denn? Großen Dorsch haben die gefangen drüben. Einen großen Dorsch? Ja. Dann sind wir doch hier richtig. Das sind Freddy und Bara da drüben. Bist du sicher? 100%. Ja, wo angesetzt haben, war sofort Fisch zu sehen und tief. Ja, eben gerade, wie gesagt, ich hatte eben gerade auch einen richtig guten Biss. War immer nichts mehr, oder? Stehen wahrscheinlich ein bisschen tiefer. Hier, Bara pilkt. Guck mal, die pilken. Die machen Speedpilken im Mittelwasser. Siehst du das? Ja, mache ich auch die ganze Zeit. Aber bist du sicher, dass die das sind? Weil macht ja keinen Sinn, dass die noch hier draußen sind. 100.000%, dass sie das sind. Na, ich würde ja eigentlich lieber neu einsetzen, aber wir dürfen ja nicht zu dicht dran. Lass mal komplett treiben gleich, Christoph. Ja. Wenn es geht, weil. Mal kurz gucken, ob wir dann unseren Spotter noch mal erreichen. Machen wir noch mal hier, was weiß ich, Viertelstunde oder so, dann hauen wir ab, ja? Ja, also machen. Dann fischen wir auf Pollack da vorne mal die Ecken durch. Oh, ich habe ja die große Hoffnung, dass hier doch irgendwann ein Highwood beißt. Ja, so lange Routen hat sonst keiner. Nein, das sind die. So, Salle, Angeln und Barbecue haben etwas gemeinsam. Mit Freunden Zeit genießen. Bei uns im Gullah machen wir klassisches Texas-Style Barbecue. Saftiges, zartes Fleisch. Nicht nur für Barbecue-Enthusiasten ein absolutes Erlebnis. Ob am Wasser oder bei uns am Restaurant. Ich freue mich auf euch. Liebe YPC-Community, mit dem Start der ersten YPC Salt Staffel haben wir auch unser Angebot im Shop erweitert. Ab sofort findet ihr in unserer Kategorie Meeresangeln eine handerlesene Auswahl für euren nächsten Trip ins Salzwasserabenteuer. Während wir auch in den kommenden Wochen weiter das Sortiment fleißig ausbauen, könnt ihr schon jetzt die fängigsten Produkte zum Meeresangeln bei uns entdecken. Ob Routen, Rollen, die passende Bekleidung oder Köder. Checkt dafür einfach den Link in der Videobeschreibung und jetzt viel Spaß beim Weiterschauen. Der ist besser jetzt. Der ist voll oben eingestiegen jetzt. Das ist alles eine Einheitsgröße. Ha? Das ist alles eine Einheitsgröße, sag ich. Ja, wenn der größte ist, 36 wäre schon gut. Den will man nicht zeigen. Ja, aber messen wenigstens. Hast du ihn reingeschmissen? Der ist. Wollen wir dann doch noch mal auf die Pollack-Stelle fahren, bevor wir rausheizen? Ja. Ja? Auf alle Fälle. Ja, machen wir nur eine. Okay. Aber weißt du, die Zeit läuft jetzt, ist die beste Zeit. Und wenn wir in die Ebbe fahren, dann sollten wir fahren. Damit wir da am Spot sind. Oder an den Spot. Okay, dann machen wir noch eine. Lass uns noch eine machen. Ja? Okay. Pinnepalle Dorsch. Pinnepalle Dorsch. Oh, Schellfisch. Oh, sehr gut. Zusatzwertung. Sehr gut. Petri. Also, da sieht man Haken, Einzelhaken fassen bombig. Schellfisch auf 60 Meter Tiefe. Unser Bonusfisch. Der wird natürlich entnommen. Schellfische sind extrem mager, schmecken dezent und eignen sich wegen der Eigenbindung des Fleisches hervorragend für Frikadellen. Aber genug der Kulinarik. Tobi erklärt uns seine Hängerprävention. Ich mache da jetzt einen ganz simplen Clinchknoten. Das ist quasi eine Sollbruchstelle für die Hänger. Ich will nicht, dass mir mein Vorfach am Knoten zur Geflochtenen reißt, sondern wenn es reißt, wenn ich mal einen Hänger habe, dass es am Wirbel reißt. Deswegen kommt hier ein relativ simpler Clinch. Der langt für alle Fische auf der Route, aber wenn ich mal abreißen muss, reißt er in 90% der Fälle hier unten. Hier, bis Mittelwasser. Mittelwasser jetzt. Pump Jetzt einer ihn. eingestiegen. Alter, Seelachs. Safe Seelachs. Alter, Christian, komm, Ja. kannst du schon mal kommen? Hol ihn. Oh, das ist ein Seelachs. 100%ig. Richtig reingerumst der. Für immer guter Fisch. Jawohl, Also, jawohl, dickes Ding, Alter. Ja. Geil, Mann, schöner Seelachs. Gehst du nach vorne? Komm, den messen wir gleich. Komm, ich komm nach vorne. Mach einmal schnell den Köder raus. So,
Hering-Chat 4D. Seelachs ist drüber, 79. 79er Seelachs, jawohl! Guck ihn hier an, richtig schöner Fisch. Das geht hier Schlag auf Schlag. Den großen Ghost lieben die Fische hier in Norwegen. Geworfene große Gummis. Vielleicht ein bisschen untypisch, so auf der Wassertiefe zu werfen hier, aber es funktioniert trotzdem. Okay, yes, das macht Spaß. Ja. Oh ja, und die Rauben. Gerade hat Christoph gesagt, jetzt kommen wir gleich wieder über die Großdorschecke. Und in dem Moment hat der Ghost einen auf die Nase gekriegt. Oh Gott! Halt uns mal kurz auf Position, Christoph. Hier würde ich gerade ganz gern bleiben. Alter, was ein Riesendorsch. Was die fressen, ne? Heringe. Deswegen auch die Farbe, die ich hier angel. So ein bisschen grünlich schimmernd. Aber auch kein Upgrade, ne? 93er haben wir schon. Auf den Ghost 100, auf den großen Twister von Nace. Lieben die. Oh ja. Soll ich jetzt was reingeben? Ja, Mann. Seelachs. Okay, also Upgrade für Nace mit dem Seelachs. Witzigerweise habe ich gar nicht so auf dem Zettel gehabt, als wir hier nach Norwegen gefahren sind. Ich habe gedacht, wir müssen mehr mit Pilkern und so fischen auf die Seelachse, aber die hauen sich hier das große Ding rein. Ich habe jetzt die beiden größten Seelachse des Tages auf den Ghost 100 gehabt. Die fressen den. Der geht jetzt gleich erstmal wieder auf Tauchstation, dann melde ich eben den Fisch. Ja, und dann haben Christoph und ich gerade überlegt, ob wir uns gleich mal mit den Pollacks beschäftigen. Die müssen wir nämlich auch noch fangen. Besprechen wir gleich mal so in einer Viertelstunde, machen wir eine Entscheidung, ob wir euch auf die nächste Fischart mitnehmen. Seid gespannt. Klingt doch plausibel. Man würde dann aber wohl Savage Gear den Spot überlassen. Wie läuft's eigentlich gerade bei denen? Kescher! Ja, bin sofort da. Ah, so muss das sein, nicht diese kleinen Mogel-Seelachse. Der steht gut, so lieben wir das. Uiuiuiui. Der macht Ballett, wa? Der macht Ballett. Jo, da kann die Pursuit zeigen, was sie kann. Da kommt er, da kommt er. Auch eine schöne Größe. Ja, geil. Yes, yeah, geiler Typ, jawohl. Schöner Seelachs. Größer, ein bisschen größer. Der ist sogar noch größer, ja. Na Leute, da ist er. Solche Seelachse muss man einfach finden. Das macht auch Spaß. Und natürlich auf den Klassiker Sand Eel V2 in der neuen Sonderfarbe. Total geil. Sogar noch drüber. 87 mit der Spitze. Und für alle die sich immer gefragt haben, wie ein Fischstäbchen aussieht, das ist der Fisch hier. Das ist ein Seelachs. Eigentlich heißt er Köhler. So, ihr seht ja immer wieder, dass ich an dem Lenkrad rumdrehe, obwohl wir gar nicht fahren. Selbst bei Stillstand hat das Boot eine gewisse Zugrichtung. Und dadurch, dass der Motor natürlich nach links oder rechts, wie halt so ein Finne bei einem Paddleboard, ihr kennt das, wirkt, ist das beim Boot ähnlich. Also würde ich nicht immer wieder Lenkrad einschlagen, würde das Boot sich einmal um die eigene Achse drehen. Das wäre für uns zum Angeln natürlich sehr ungünstig. Deswegen muss man, wenn man die Drift angesetzt hat, mit dem Lenkrad immer noch ein bisschen dirigieren, so dass man die Drift gut nimmt und natürlich auch entsprechend nicht Brummkreise spielt. Ja, du bist, beiß. Jawohl, jawohl. Das könnte auch wieder ein Seelachs sein hier. Könnte aber auch ein besserer Dorsch sein. Ja, bitte lass mich ein bisschen unsicher. Tatsächlich war ich ziemlich weit unten. Ich gehe eher von Dorsch aus. Ja, das ist ein Dorsch. Das muss ein Dorsch sein. Ein guter Dorsch. Der steht gut, hä? Der steht gut, richtig gut. Dafür ist die Route auch gemacht. Die Regiment 4, die hat eine rote Spitze, dass ich eine Rot-Grün-Schwäche habe. Da konnte der Entwickler von der Route nichts dazu. Aber ich habe mir sagen lassen, dass die meisten Angler die ganz gut sehen können.
Und jetzt? Christian, da kommt ein richtig schöner Fisch. Oh, was ein Kalb, ey. Ja. Yeah, ja Mann. Dorschi, Dorsch. So, komm her hier. Wieder auf den Hering-Chat hier. 4D, lass mal los. Zack. So, dann legen wir den nochmal drauf. Auf die Latte. So, und was sagt das Board? Drüber, ne? Ja. 82? Ja. Bist du dann einfach schon? Ja. Okay, super. Der hat ein bisschen tiefer im Wasser gebissen, also jetzt vorm Berg, also wo die Strömung genau gegendrückt. Im Fluss würde man vielleicht sagen am Prallhang. Hier ist es halt genau vorm Berg und da stand der Dorsch und der hatte Bock. Stabiler Dorsch kurz vor der Halbzeit. Nace wechselt nochmal die Taktik. So, wir haben jetzt die Situation, dass unsere Dorsche relativ gut sind von der Größe. Wir hätten wahrscheinlich noch mehr gefangen, aber es ist natürlich Wettkampf, da muss man auch mal dann aufhören, wenn es Spaß macht. Die Seelachse haben nicht so gut gebissen. Jetzt werden wir versuchen, den Pollack zu erwischen. Der steht an ganz anderen Plätzen als die Seelachse und Dorsche. Hier vorne sehen wir jetzt so einen kleinen Fels, der aus dem Wasser rausguckt und das Wasser, das schäumt da oben drüber. Da ist Kelp, also dieses große feste Seegras, was da, oder Seetang, was da wächst, und genau da haben wir sie im Training erwischt, und zwar ziemlich flach. Also wir haben den Gummifisch reingeschmissen mit 20 Gramm Köpfen und eigentlich nur eingeleiert über die, so, ja, weiß nicht, 2 Meter, 3 Meter unter der Oberfläche, und dann haben sie gebissen. Haben wir uns erst ziemlich schwer getan, aber jetzt, wenn man es raus hat, macht das richtig Spaß, auf die zu angeln. Und das hat auch dann recht zuverlässig geklappt. Mal sehen, ob es heute auch wieder klappt. Und angeln oder fangen tun wir die mit kleinen Gummifischen. Wir haben hier einmal den Predator, den neuen, in der weißen Farbe. Der hat sehr gut funktioniert. Wir haben aber auch mit einem großen Raven am Jighaken geangelt, in Orange oder auch in Motoröl. Hat auch gut funktioniert. Das sind so die Sachen, die man jetzt hier flach durchleiern kann, die sehr gut fangen. Ja. Fuck. Du hast ihn. Ah, schöner Dorsch. Okay, ich komme im Netz. Der hat 1,5 Meter, 1,6 Meter. Sehr schön! Yes! 95. 95. Auch Diver holt sich den ersten guten Wertungsfisch und damit setzen wir den Haken unter diese Auftaktfolge. Die Kulisse macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Wie es weitergeht und ob es womöglich noch mehr Artenvielfalt zu bestaunen gibt, seht ihr am nächsten Sonntag um 18 Uhr. Und alle, die vielleicht mal einen Angelurlaub in der Region planen, in der Videobeschreibung findet ihr einen Link zu unserem Partner Kingfisher Reisen. Macht's gut und bis nächste Woche. Ciao.